Parametrierung von funkintegrierten Wärmezählern mit Q-App und Q-Tool. Auf dem Startscreen von Q-App drücken Sie zunächst auf den Button Q-Tool verbinden, um Q-App und Q-Tool miteinander zu verbinden. Wenn Ihr Q-Tool schon einmal mit Q-App verbunden war, erfolgt die Verbindung nun automatisch. Im oberen Bereich sehen Sie die Statusinformationen des Q-Tools. Drücken Sie auf den Plus-Button im unteren Displaybereich. In der Übersicht aller Vorgänge wählen Sie Parametrierung. Drücken Sie auf Gerät erfassen. Halten Sie anschließend die IR-Schnittstelle des Q-Tools über die IR-Schnittstelle des Gerätes, welches Sie erfassen möchten. Der funkintegrierte Wärmezähler sowie die Daten des Gerätes werden erfasst. Ist der Vorgang erfolgreich beendet, gibt Q-Tool ein akustisches Signal aus. Sie sehen als erstes die Benutzeroberfläche mit den allgemeinen Gerätedaten in Q-App. Beispielsweise die Seriennummer, der Einbauort oder auch die Softwareversion und Artikelnummer des Gerätes. Q-App bietet Ihnen darüber hinaus weitere Informationen in den Menüpunkten Gerät, Zähler, Funk und Parametrierung. Im Reiter Gerät können Sie unter anderem die aktuellen Temperaturen einsehen. Unter Zähler finden Sie Informationen zum aktuellen Zählerstand, Stichtag oder auch die maximal gemessenen Temperaturen sowie eine Monatshistorie. Die Statistikwerte zeigen die letzten Monatsendwerte an. Bis zu 15 Monate werden in der Historie maximal abgebildet. Funk gibt Ihnen Auskunft über den Funkmodus, das Funksystem sowie die Ableseart des Gerätes oder auch den Sendezeitraum der Daten. In dem Menüpunkt Parametrierung können Sie direkt in der Q-App Einstellungen am Wärmezähler vornehmen. Drücken Sie auf das Datum bei Nächster Stichtag, um den Monat für den Stichtag zu verändern. Nutzen Sie dafür den Schieberegler und bewegen Sie ihn nach links oder rechts. Das eingestellte Datum wird Ihnen unterhalb des Schiebereglers angezeigt. Zusätzlich können Sie hier auswählen, ob der erste Stichtag ausgelassen werden soll, indem Sie die Schaltfläche neben Stichtag überspringen aktivieren. Klicken Sie auf das Häkchen-Icon, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie können nun die nächsten Einstellungen im Reiter Parametrierung vornehmen, zum Beispiel der Einbauort. Drücken Sie dazu auf Rücklauf. Hier können Sie über ein Auswahlmenü den Einbauort des Zählers verändern in Rücklauf oder Vorlauf, je nach Einbausituation. Wichtig: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Gesamtdurchfluss des Zählers weniger als 50 Liter beträgt. Klicken Sie auf Vorlauf und das Häkchen-Icon, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Klicken Sie auf Anzeigeeinheit, um die Energieeinheit zu ändern. Zur Auswahl stehen Kilowattstunden, Megawattstunden, Megajoule sowie Gigajoule. Wenn Sie keine Änderungen übernehmen möchten, klicken Sie auf die Pfeiltaste, um in die Übersicht für die Parametrierung zurückzugelangen. Klicken Sie auf die Zahlen neben Aktivierte Ebenen, um die Anzeigeebenen des Gerätedisplays ein- oder auszublenden. Ebenen mit orangenen Häkchen können aktiviert oder deaktiviert werden. Ausgegraute Häkchen und Ebenen können nicht mit Q-App verändert werden. Klicken Sie auf das Häkchen-Icon, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um den Vorgang der Parametrierung abzuschließen, drücken Sie auf das Parametrierungssymbol. Richten Sie anschließend das Q-Tool an der IR-Schnittstelle des Gerätes aus. Die neuen Parametrierungen werden nun im Gerät übernommen.
Ist der Vorgang erfolgreich beendet, gibt Q-Tool ein akustisches Signal aus. In der Q-App werden die vorgenommenen Änderungen durch grüne Häkchen angezeigt. Sie können nun wählen, ob Sie den Funkstart des Gerätes auslösen möchten oder via Multiparametrierung dieselben Daten auch auf andere Geräte des gleichen Typs übertragen wollen. Um den Funkstart auszulösen, drücken Sie den Button Funkstart und richten Sie anschließend das Q-Tool über der IR-Schnittstelle des Gerätes aus. Ist der Vorgang erfolgreich beendet, gibt Q-Tool ein akustisches Signal aus. In Q-App erscheint Funkstart erfolgreich. Für eine Multiparametrierung drücken Sie das Parametrierungssymbol, um die neuen Daten auf ein weiteres Gerät zu übertragen. Richten Sie anschließend das Q-Tool an der IR-Schnittstelle des Gerätes aus. Die geänderten Parametrierungen werden nun auf das zweite Gerät übernommen. Ist der Vorgang erfolgreich beendet, gibt Q-Tool ein akustisches Signal aus. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle Geräte parametriert haben. Wenn alle Geräte parametriert sind, gelangen Sie über den Home-Button zurück in das Startmenü.